Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Nummer 2. Ich bin immer noch Dominik, das ist immer noch Jan, wir sind immer noch bei OneFootball und wir sind auch immer noch beide privat hier unterwegs. Und 27 sind wir übrigens auch beide noch. Stimmt. So viele Sachen, die gleich geblieben sind. Wir hatten es angekündigt, wir halten Wort, Auflösung zum Quiz der Woche. Jan, gib alles. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier Eintracht Braunschweig lese. Kennt, glaube ich, jeder, hoffe ich doch mal. Heimtrikot ganz offensichtlich, sind die Heimfarben, sind die Vereinsfarben. Und ist zugegebenermaßen, ich habe keinen Bezug zu Braunschweig, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt wahrscheinlich auch innerhalb der letzten 10 Jahre kaum Unterscheidung machen können, aber die Streifen ja an der Seite, ich kenne es ja als Hertha-Fan von den Nike-Trikots nur zu gut, deuten für mich auf die Saison 2015-16 hin, wenn das dann tatsächlich das Standard-Template aus der Saison ist. Tatsache. Also wirklich Respekt, dass man es dann an der Template-Geschichte mit dem Streifen erkennt, aber Tatsache, 15-16 ist es, als die glorreiche Braunschweiger Eintracht, ehemaliger Bundesliga-Meisterschaftstitelträger übrigens, 1967, die Älteren werden sich erinnern, der dieses Trikot getragen hat. Genau, vielleicht hier noch ein kleiner Hinweis, dieses Hermes-Logo, das wird ja auch noch von den Bundesligisten der beiden Profiligen getragen. Das heißt, ein Drittligatrikot hätte es auch nicht sein können. Und kleiner Funfact zu Seat hier, der Sponsor in dem Fall, gehört ja eigentlich auch zu einem etwas größeren Volkswagen-Konzern eventuell dazu. Und dementsprechend stammt dieses Sponsorlogo noch aus den Bundesliga-Zeiten, als Wolfsburg, ihr wisst, gegen Braunschweig, eigentlich auch Volkswagen, hätte spielen sollen und dementsprechend wurde dann aus Volkswagen Seat und aus Eintracht Braunschweig wurde ein Seat-Trikotsponsor. Das war unser Quiz der Woche. Gut, damit sind wir dann auch schon beim League der Woche angekommen, beziehungsweise bei den Leagues, weil wir wieder im Plural sind. Und heute wollen wir uns, letztes Mal hatten wir die Bundesliga, heute wollen wir uns der Premier League widmen und schauen dabei auf die Top-Clubs, also auf die Vereine, die es in die Super League geschafft hätten. Halt alle singen, wir sind so super, also das passt alles irgendwie nicht. Auf die, Top 6, die Tabelle sagt ein bisschen was anderes, aber gut. Und dadurch, dass die Menge relativ groß ist, auch bei 6 Vereinen, wollen wir uns mal nur auf die Heimtrikots beschränken, die ja auch am ehesten so die Vereinsidentität widerspiegeln, ja, die mit den Vereinsfarben spielen und die auch so das Traditionelle aufgreifen. Den Anfang macht dabei, alphabetisch, Arsenal. Und wenn wir uns das Arsenal-Trikot anschauen, fällt, glaube ich, relativ schnell auf, dass es irgendwie gar nicht so typisch Arsenal-mäßig aussieht. Also mich persönlich erinnert es eher an Ajax mit diesen breiten roten Streifen in der Mitte. Ja, sehr guter Punkt mit den breiten Streifen in der Mitte, dass es eher an Ajax erinnert. Tatsächlich, also wirklich ein klassisches Arsenal-Trikot ist es für mich nicht, so ehrlich muss man wirklich sein. Farblich, klar, rot-weiß, ja. Ich glaube, darin sind wir uns einig, das spricht nun mal für die Gunners. Allerdings auch hier zum ersten Mal seit gefühlten Ewigkeiten sind die 3 Streifen, die markanten, nicht schwarz, sondern navyblau. Ja, also schönes Dunkelblau. Hat man so, glaube ich, auch seit den Thierry Henry-Tagen nicht mehr gesehen, was ja... Und den frühen Thierry Henry-Tagen. Ja, also die Arsenal-Fans werden sich vielleicht noch daran erinnern, ist schon eine Weile her. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist ein ganz guter Mittelweg aus Tradition, weil es eben zumindest so die klassischen Farben verbindet und eine gewisse alte Marke mit drin hat und eine Duftmarke drin hat. Aber auch was Neues, in dem halt nicht nur die Ärmel weiß sind, sondern auch noch so ein bisschen der Brustbereich. Finde ich insgesamt ganz gelungen. Ja, ich würde auf jeden Fall mitgehen. Allerdings, kleine Abstriche, es erinnert mich in manchen Ausschnitten ein bisschen zu sehr an sowas wie Olympique Lyon auch ein bisschen, durch dieses Navyblau, was reinkommt, was eigentlich jetzt nicht unbedingt so Arsenal-typisch ist. Wie gesagt, du hast es selber gesagt, das ist noch ein bisschen aus den früheren Henry-Days sozusagen. Kann wieder was Cooles werden. Ich mag auch dieses Spiel mit Rot und Dunkelblau, aber ich glaube, das wird für manche Arsenal-Fans erstmal, oder zumindest, es gibt ja eine Menge Arsenal-Fans, sagen wir es mal so, könnte es zumindest erstmal ungewohnt werden, aber rundes Ding. Warten wir mal die Reaktion von Arsenal Fan TV ab. FTV Claude, I'm going to ask you the same question that I asked. It's time to go!
ansonsten, das war's erstmal zu Arsenal. Weiter geht's mit Chelsea. Der Champions League-Finalist Chelsea. Boah, was soll man zu diesem League bloß sagen? Also, man hat sich ein bisschen in Silverstone bei der Formel 1 Rennstrecke bedient, würde ich sagen, mit diesem Karo-Muster. Dazu kommt noch ein wilder Zickzack-Mix, der genau in der Mitte des Emblems geteilt ist. Tja, was soll man davon halten? Also, bis auf die Farbe, die finde ich okay, auch wenn dieses neongelbe abgesetzte soll wahrscheinlich diesen neuen Jugendstil bei Chelsea gut unterstreichen. Ich bin echt hin und her gerissen. Wie geht's dir? Also, ja, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass es irgendwie so mehrere Themengebiete irgendwie aufgreift, gefühlt. Also es wirkt auf mich auch tatsächlich so, als hätte man sich nicht entscheiden können, was genau wollen wir machen. Wollen wir irgendwie was Zackiges machen oder wollen wir halt irgendwie Karos machen, warum auch immer. Und dann irgendwie beides zu machen, ist tatsächlich so von den Trikots, die ich bis jetzt für die neue Saison gesehen habe, ist es tatsächlich so mit eines der schlimmsten Trikots, finde ich. An sich finde ich die Farbkombination finde ich auch super gut mit Blau und Neongelb. Ich glaube, dir persönlich gefällt es auch ganz gut, wenn man irgendwo so ein bisschen neongelbe Akzente hat. Neongelb ne? finde ich per se erstmal gar nicht so schlecht. Ist irgendwie so mein Eindruck, mein Gefühl. Aber dieses Muster, also es ist eigentlich auch so eine Moderegel, dass man ja eigentlich Muster nicht kombinieren sollte und das wurde hier halt einfach mal komplett über Bord geworfen. Also sportlich ist Chelsea deutlich besser unterwegs als trikottechnisch, dann zumindest, aktuell, ja, beziehungsweise mit Blick voraus, wenn man auch auf das Talent im Team schaut. Also ist für mich, wie gesagt, eines der schlechtesten Trikots, was wir nächste Saison erwarten dürfen. And you never... Okay, nein, Spaß. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon, worum es geht. Liverpool. Und was soll man zu diesem Mix aus Oranje und den Reds eigentlich noch groß sagen? Sie sind auf Zack. Ja. War dein erster Eindruck? Ja, ansonsten man hätte es auch weglassen können für die Reds. Ja, also man hätte es dann auch einfach komplett rot lassen können, gefühlt. Dann hätte man so ein super schlichtes Trikot gehabt. So sind da irgendwie orangene Zickzacklinien drin, so ganz dezent. Ist irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch gefühlt. Also ist besser als das Chelsea-Trikot. Alles wird besser als das Chelsea-Trikot sein, ja. Aber es ist auch irgendwie, ja, ich finde es nicht aussagekräftig. Und das soll es schon gewesen sein. Weiter geht's mit einem der Trikots, das ich, zumindest von dem, was man bis jetzt gesehen hat, mit am geilsten finde, was die kommende Saison bringt. Es geht um Man City. Wie immer hellblaues Trikot, weiße Applikation, klingt erstmal ganz normal. Aber wenn man dann ganz genau hinschaut, dann sieht man ein Muster und das ist nicht irgendein Muster, sondern das ist quasi das Muster von nicht aufleuchtenden Ziffern auf einer Anzeigetafel. Und da denkt man sich erstmal so, ja, wieso? Sie sind halt irgendwie so O's nebeneinander gereiht. Und dann schaut man in den Kragen und weiß ganz genau, und denkt sich, wie geil ist das denn? Und zwar leuchtet im Kragen, eine 9 auf, eine 3, Doppelpunkt, eine 2 und eine 0. 93. Minute, 20 Sekunden. Gegen Queen's Park Rangers 2012 am 13. Mai. Ganz genau. Aguero! Und genau deswegen erkennt man neben der 93-20 im Kragen, also in der Innenseite, auch noch die 10, die nämlich für eben jeden Aguero steht, der jetzt City auch verlässt. Was für ein Aber Timing. damals eben dieses Tor gemacht hat und das ist... also ich finde es unglaublich, was dieses Trikot damit für eine Geschichte erzählt und ganz nebenbei sieht es auch noch ziemlich schick aus. Also. Es ist im Prinzip der Startschuss zu dem, ich glaube, erfolgreicher war Manchester City nie und der Meistertitel ist der ideale Startschuss zu dieser, ja, es ist ja mehr als eine Dekade quasi schon geworden dann, die diese ganze Geschichte erzählt. Also viel besser kannst du ein Trikot hinsichtlich versteckten Botschaften und einfach einer klassischen Schönheit kaum machen. Ja, also absolute Zustimmung, verdammt, das ist gar nicht so das schwere Wort. Und was den sportlichen Höhepunkt anbelangt, haben wir da noch so ein Champions-League-Finale vor der Tür, ne? Könnte ein gewisser Aguero ja vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, aber warten wir es mal ab, das Trikot ist auf jeden Fall schon mal absolut erste Klasse, Champions-League-Titel würdig. Ja.
Wir kommen zum Stadtrivalen, zu dem Manchester Club, der gerne wieder der wäre, der er mal war. Wir kommen zu Manchester United und die überraschen uns in diesem Jahr mit einem sehr eleganten, sehr klassischen Look à la Man United. Allerdings, wir müssen über diesen Sponsor sprechen, TeamViewer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal technische Probleme hatte. YouTube, ihr wisst. TeamViewer, damit kannst du du kannst Geräte fernsteuern und also dieser Gag muss gemacht werden, dass man mit TeamViewer Leute fernsteuern kann. Bitte Leute, Wag es. Macht diesen Gag. Ansonsten Youth, Success, Courage hinten im Kragen mit Gold sogar eingestickt. Ich glaube, keinen anderen Club gibt es normalerweise, der so permanent auf Jugendarbeit gesetzt hat wie United und dabei unfassbare Erfolge geschrieben hat. Dementsprechend aus meiner Sicht auch eine sehr runde Sache. Sehr rund, also das mit dem Success passt aktuell nicht so wirklich. Also Jugendarbeit... Zweiter Platz immerhin. Ja, ich würde mal dagegen halten, das ist für einen Verein mit der Historie von Manchester United, ist das nicht genug, vor allem auch, weil es ja eher an der schwächenden Konkurrenz denn an der überragenden eigenen Qualität lag. Aber zweifelsohne ein schlicht schönes Trikot. Macht eigentlich vieles richtig. Es macht gar nicht so viel, aber das, was es macht, macht es richtig. Und dann eben dieses schöne goldene Detail im Kragen, das ist schick. Schick ist auch das Stichwort des großartigen, ja okay, Spaß. Es geht um Tottenham. Die überraschen uns aber in diesem Jahr, wenn wir dem League glauben dürfen, mit einem aus meiner Sicht fantastisch ruhigen Trikot. Ich bin ein Freund von sehr ruhigen und entspannten Trikots. Tottenham komplett weiß, das Club-Logo, das allererste im Kragen mit eingestickt. Nur am Seitenstreifen, da passt irgendwas nicht so ganz ins Bild. Ja, und zwar hat man sich da überlegt, nicht irgendwie noch eine Akzentfarbe mit ins Spiel zu bringen, sondern tatsächlich mit weiß, beziehungsweise ganz leicht grau dann logischerweise, noch ein Muster einzusticken, also hier einfach schön an der Seite entlang, und zwar ein Blumenmuster. Wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht wie das, was man assoziiert, wenn man an Tottenham denkt oder wenn man Tottenham hört. Aber es sieht auf jeden Fall ganz schick aus und das ist nochmal ein ganz nettes Detail. Und ich finde auch, also ich sehe es genauso wie du, es ist ein sehr schickes Trikot, auch sehr schlicht. Und manch einer könnte vielleicht auch sagen, es ist zu langweilig. Ich finde aber, dass es insgesamt ist es schon ganz gut, eben auch mit den zwei Details, mit dem Logo hinten drin und dann eben auch mit dem Seitenstreifen. Und das macht es in meinen Augen auch zu einem der besseren Trikots dann für die neue Saison. Chelsea, du kannst dir was davon abschneiden. Wir kommen zum Full Kit Wanker der Woche und der kommt diesmal aus Liverpool bzw. aus Australien und so einen Sportlehrer hätte ich früher auf jeden Fall gerne gehabt. Genau, ganz offensichtlich Liverpool-Fan, Trikot von den Spielzeiten 89, 90, 90, 91 und was soll man sagen, es ist absolut komplettes Set, 10 von 10. Sehe ich genauso und das war der Full Kit Wanker der Woche. Und damit sind wir jetzt schon bei Storytime, der Rubrik, wo abwechselnd einer von uns ein Trikot mitbringt und irgendeine Geschichte dazu erzählt und dieses Trikot näher vorstellt. Letzte Woche war ich es mit Real Madrid, heute ist es Jan. Tja, und was habe ich mitgebracht? Dadurch, dass wir diese Woche über die Premier League Vereine sprechen, dachte ich mir, was bietet sich besser an als ein Verein aus der Premier League? Jawohl. Einer der größeren sogar, Chelsea. Ist ganz offensichtlich das Heimtrikot, es ist blau. Das ist aus der Saison 2005, 2006 und das ist in vielerlei Hinsicht, das ist wirklich ein sehr besonderes Trikot. Also man sieht ja schon, es sind goldene Applikationen mit dabei, das Umbro-Logo hier oben auch an den Schultern entlang, rund um das Chelsea-Wappen. Das ist tatsächlich das erste Mal in der Vereinsgeschichte gewesen, dass Chelsea goldene Applikationen verwendet hat und das hatte auch einen guten Grund, denn es war das Trikot zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Und es hat sich tatsächlich auch gewissermaßen gelohnt, denn Chelsea hat die Saison auch sportlich vergoldet. Man hat nicht nur mehrere Rekorde in der Liga gebrochen, sondern man hat auch den zweiten Meistertitel in Folge geholt. Das war damals noch unter José Mourinho. Also wirklich ein sehr schönes Trikot, eine sehr erfolgreiche Saison. Und für Umbro war es auch so gewissermaßen ein krönender Abschluss, denn nach der Saison hat Adidas übernommen und ja, tatsächlich einige Jahre später dann auch mal diese goldenen Applikationen übernommen. Aber das ist vielleicht mal eine Geschichte für ein anderes Mal. Für heute bleibt es dabei.
Die Schlussviertelstunde ist angebrochen. Okay, nee, komm, so lange wird es nicht mehr dauern. Wir kommen schon zum Trikot-Quiz der Woche. Ich habe letzte Woche vorgelegt, heute ist Jan dran. Ja, genau. Ich gebe mir Mühe, dass wir das in weniger als 15 Minuten bekommen. Und zwar geht es um dieses wunderbare Exemplar hier. Und nochmal zur Erinnerung, ihr habt jetzt bis nächste Woche Zeit herauszufinden, Dominik, du ganz genauso, Ja. von welcher Mannschaft das ist. Das ist ein Major Hin, steht schon drauf. Aus welchem Jahr bzw. Saison. Und ob es dann das Heim- oder Auswärtstrikot war. Okay, ja, mal sehen. Okay. Genau, ihr dürft eure Tipps auch gerne mal in die Kommentare hauen. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, dann lasst ruhig gerne auch einen Like da, gerne auch ein Abo. Und dann hoffen wir mal, dass wir euch nächste Woche wiedersehen. Und Dominik dann auch herausgefunden hat, worum es sich hier handelt. Bis dann. Bis dahin.